Selfless. Hallo, werte Freunde. Heute eine neue Folge Frisbee Gaming, wieder mit mir, Primetime Willy. Heute sollte das Thema sein, das Zenit der Stärke-Event. Zu finden im Ereigniskalender, ganz unten in blau gehalten. Und heute soll es speziell darum gehen, was hat sich verändert zu dem Event, wie es vorher war. Und um das euch richtig zeigen zu können, gehen wir erstmal auf Kingdom 2. Das hat folgenden Grund, da dieser Server immer einige Tage voraus ist und als inoffizieller Testserver von Lilith gilt. Warten wir kurz, bis wir umgeloggt haben. Zwei Stunden später. Also so, endlich angekommen auf Kingdom 2. Gehen wir sofort wieder zurück in den Ereigniskalender. Und hier sehen wir auch schon, warum es sinnvoll ist, euch das hier zu zeigen. Wie ihr seht, ist dieses Event 4 Tage lang. Und vor allen Dingen können wir jetzt genau sehen, welche Belohnung gibt es und welche Quests müsst ihr erledigen. Im Zenit der Stärke geht es darum, so viel Power wie möglich zu machen in diesen 4 Tagen. Und derjenige, der die meiste Power gemacht hat, ist auf Platz 1. Eigentlich ziemlich einfaches Prinzip. Zum einen gibt es verschiedene Belohnungen. Ihr habt hier diese 4 Quests, wo ihr diese gewisse Anzahl an Energie machen sollt oder Power generieren müsst. Und hier ist es schon mal ein sehr interessantes Ziel, diese 1 Million Punkte mit den 5 Köpfen. Was hat sich jetzt verändert zum letzten Mal? Diese Belohnungen sind gleich geblieben. Und das sehen wir jetzt in den Ranglistenbelohnungen. Und zwar gibt es von Lilith nach dem Patch neu eingeführt diese legendäre Stadtthema-Wahltour, wo ihr dann, falls ihr zu den ersten 10 Glücklichen gehört, denn bis da gibt es diese Tour, euch entscheiden könnt zwischen dem City-Skin Gärten von Babylon, den ich euch gleich noch zeigen werde, 20 legendären Köpfen und die dritte Option, glaube ich, ist für niemanden eine Option. Die 200 Gems ist mehr so ein Platzhalter für die wenigen armen Seelen, die wirklich den City-Skin vorher schon besessen haben und sich dann verklickt haben. Ansonsten sind das sehr ansehnliche Belohnungen. Hier gibt es nochmal 10.000 Gems obendrauf, 20 Goldköpfe, 10 legendäre Auswahltruhen von Materialien. Und jetzt stellt sich die Frage, habe ich genügend Booster, um zumindest eine Chance zu haben, unter den ersten 10 zu landen? Hierzu kann ich euch sagen, dass dieses ganze Event kein Sprint ist, wo ihr am Tag 1 alles raushaut und dann denkt, okay, ich bin sicher unter den ersten 10, sondern das ist ein Marathon. Und speziell ist dieses Event abhängig von den Servern, die mit alle in diese Rangliste zählen. Also es ist nicht nur euer eigener Server, wie in dem Fall jetzt bei mir wäre es Kingdom 2, hier ist der erste aus Kingdom 2, sondern alle anderen drumherum, Server 1, Server 8. Und somit ist es ein riesen Player-Pool und enorm viele Spieler, die dasselbe Ziel haben, wahrscheinlich diesen City-Skin freizuschalten. Und somit müsst ihr euch vorher im Klaren sein, dass ihr enormes hohes Risiko eingeht, ne, wenn ihr wirklich unter den Top 10 landen wollt. Ja, was noch neu war oder ist, sagen wir es mal so, ist, dass ab Platz 11 es diesen City-Skin auch als limitierte Version gibt, also die hält dann nur 7 Tage und ist dann wieder verschwunden. Könnte interessant sein für eine heiße KVK-Phase oder wenn man sagt, man spielt in der Osiris-Liga competitive mit, dass man dann gewissen Leuten dann empfehlen könnte, ja, benutzt dann in diesem Zeitraum diesen City-Skin. Aber so viel zu den Belohnungen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie dieser City-Skin eigentlich aussieht. Huch, das war nicht geplant. So. Hier ist das gute Stück in Anführungszeichen. Optisch sieht er ja ganz schön aus, aber das ist ja immer Geschmackssache. Ja, zu den Stats: Infanterieangriff plus 10,
Nehmen wir jetzt erstmal so hin, komme ich gleich nochmal dazu. Bogenschützenverteidigung -5 und Bogenschützengesundheit -5. Wem würde ich jetzt empfehlen, diesen Skin, also auf der Jagd nach diesem Skin zu sein? Im Endeffekt müsst ihr euch fragen, bin ich ein Infanterie-Rally-Leader im KVK oder im ARK oder der Osiris-Liga, beispielsweise mit Guan Yu und Leonidas, dann ist dieser Skin fast zu empfehlen. Für alle anderen, die Bogenschützenmärsche spielen, im Open Field bevorzugt oder allgemein Bogenschützenmärsche spielen, ich würde euch wirklich davon abraten, diesen Skin zu holen. Also unter den legendären ist er wirklich einer der schlechteren. Abgesehen von der Zielgruppe, die ich eben beschrieben habe, ne? Dass ihr ein Infanterie-Rallye-Leader seid. Wechseln wir nochmal zurück ins Event. Genau. Wenn wir jetzt auf Kingdom 2 gucken, die sind schon am ersten Tag oder in der Mitte des ersten Tages und sie haben bereits schon Leute über 10 Millionen Power gepusht. Das wird natürlich noch wesentlich mehr gegen Ende hin können. Für den Durchschnittsspieler und für den Free-to-Play-Spieler ist das hier auf jeden Fall ein Event, was ich nicht empfehlen kann. Aber was ich immer gemacht habe in der Vergangenheit über die letzten 2,5 Jahre, wenn das Event war, ich habe immer diese Millionen Punkte gemacht. Diese 5 Köpfe sind extremes Value, selbst für die Booster, die man einsetzen muss. Aber dabei ja bei vielen auch das KVK vor der Tür steht und E-Truppen gebraucht werden, sage ich jetzt mal, dann ist es jetzt auf jeden Fall ein sinnvoller Moment, zumindest diese 1 Million Power zu machen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nichts fühlt sich schlimmer an, als wenn man wirklich all seine Ressourcen und Booster in dieses Event steckt und dann am Ende Zwölfter wird. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Spätestens am Tag 4 ist man dann wirklich kurz vorm Nervenzusammenbruch. Bleibt lieber geduldig, sammelt eure Booster und spart auf einen wesentlich besseren City-Skin, der besser zu euch passt und eurer Spielweise. Das sollte es eigentlich schon zu dem Event gewesen sein. Ich habe vielleicht noch einen kleinen Tipp, der mir heute das erste Mal aufgefallen ist. Für alle die faul sind zu puzzeln. Die Menschen soll es ja geben. Nutzt dieses Mal wirklich die Chance und quält euch durch, auch wenn ihr das Event wirklich nicht gern habt und versucht, diesen Frühlingsnektar freizuschalten. Ein Frühlingsnektar ist 50 Gems wert und wenn ihr alle Puzzles durchschafft, kriegt man 60 Frühlingsnektar, das sind umgerechnet fast 3000 Gems. Und diese könnt ihr im Event Frühlingsregen gegen echt tolle Sachen eintauschen, wie zum einen Goldköpfe, eine Blaupausen-Wahlkiste, die ist auch neu. Und da würde ich auf jeden Fall euch die stumme Prüfung oder die Lanes Amulett ans Herz legen. Und für die paar verlorenen Seelen, wie wir sie auch in der Allianz haben, kann man sogar sagen, holt euch Peters Sichel. Die 10% Farmgeschwindigkeit könnt ihr brauchen. Ich wünsche euch allen frohe Ostern und falls ihr noch Fragen habt zum Zenith of Power oder Zenith der Stärke Event, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.